Dank einer großzügigen Förderung durch das gemeinnützige Ökolabel Eco-Energy konnte der Verband für Angeln und Naturschutz Thüringen e.V. im Jahr 2024 ein umfassendes Naturschutzprojekt an der Saale bei Orlamünde erfolgreich umsetzen. Ziel war es, die Artenvielfalt in der Flusslandschaft zu fördern und insbesondere den Schutz heimischer Fischarten durch naturnahe Maßnahmen zu stärken. Ein zentrales Element des Projekts war die extensive Beweidung wertvoller Gewässerrandstreifen. Dies geschah mit einer gemischten Herde aus Ziegen und Schafen. Diese Form der ökologischen Uferpflege wurde über das gesamte Jahr hinweg durchgeführt und trug maßgeblich zur Förderung strukturreicher Lebensräume bei. Im Bereich des aktiven Fischartenschutzes wurden gezielte Maßnahmen zur Bestandssicherung gefährdeter Arten wie Barbe, Nase, Bachforelle und Aaland umgesetzt. Mittels Elektrobefischung wurden adulte Laichtiere gefangen und im verbandseigenen Bruthaus erfolgreich vermehrt. Besonders hervorzuheben ist der Zuchterfolg bei der Bachforelle im Winter 2024. Rund 200.000 Jungfische konnten dank der Förderung erbrütet und nach Erreichen der Schwimm- und Fressfähigkeit in die Saale ausgesetzt werden. Wärmeliebende Arten wie die Barbe hatten aufgrund des ungewöhnlich warmen Frühjahrs ihren Laichzyklus bereits abgeschlossen. Eine erfolgreiche künstliche Vermehrung war in diesem Fall nicht mehr möglich. Dagegen gelang die Nachzucht von Nasen und Aalanden durch den Einsatz von Lokströmungen in Lang- und Rundstrombecken. Ein weiterer Meilenstein war die Anlage von 2 großflächigen Kieslaichplätzen in der Saale bei Orlamünde. Mithilfe von Bagger und Radlader wurden rund 1500 Tonnen Saalekies und Grobmaterial eingebracht. Aufgrund steigender Wasserstände musste auf den Bau einer geplanten Sohlgrundbuhne verzichtet werden. Stattdessen wurde ein verfestigter Flussabschnitt aufgelockert und als strukturreicher Lebensraum für aquatische Organismen aufgewertet. Insgesamt wurden zwischen Mai und Dezember 2024 14 Befischungen an Saale, Orla und Alter Saale durchgeführt, um Laichfische zu gewinnen. Eine wissenschaftliche Kontrollbefischung eines bereits 2023 renaturierten mündungsnahen Abschnitts der Orla durch den Lehrstuhl für aquatische Systembiologie der Technischen Universität München bestätigte eindrucksvoll den Erfolg der Maßnahmen. Auf nur 30 Metern Flusslänge konnten rund 2000 Fische verschiedenster Arten nachgewiesen werden. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie durch gezielte Maßnahmen und starke Partnerschaften lebendige Gewässerlandschaften entstehen können. Es ist unser gemeinsamer Auftrag, die Lebensräume unserer heimischen Fischarten zu erhalten und ihre natürliche Entwicklung zu fördern.